Lektion 1: Die Speisekammer organisieren. Anna, ich wollte meine Speisekammer neu ordnen. Oh, das ist eine tolle Idee. Es kann sehr hilfreich sein, die Speisekammer organisiert zu halten. Exakt. Ich habe in letzter Zeit Probleme, Dinge zu finden. Das kann ich verstehen. Eine unorganisierte Speisekammer kann ziemlich frustrierend sein. Ja, und ich könnte die Behälter auch beschriften, damit ich die Dinge in Zukunft leicht finden kann. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Das Etikettieren der Behälter wird es viel einfacher machen. Ich denke, das wird einen großen Unterschied machen. Ich möchte in der Lage sein, Artikel schnell zu finden. Absolut. Die richtige Organisation und Kennzeichnung kann viel Zeit und Mühe sparen. Ich freue mich darauf, alles in Ordnung zu bringen. Es wird ein befriedigendes Projekt sein. Lektion 2: Den Aufenthalt genießen. Anna, ich habe gehört, dass du bald auf eine Reise gehst. Ja, das stimmt. Darauf freue ich mich schon sehr. Wunderbar. Wo gehst du hin? Ich werde eine Woche in einem schönen Resort bleiben. Das klingt herrlich. Ich hoffe, du hast eine fantastische Zeit. Danke. Ich bin mir sicher, dass ich das tun werde. Das Resort ist sehr zu empfehlen. Das ist toll zu hören. Ich bin mir sicher, dass die Unterkünfte erstklassig sein werden. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf die Entspannung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Stellen Sie sicher, dass Sie viele Fotos machen, um sie bei Ihrer Rückkehr zu teilen. Lektion 3: Vertraulichkeit ist wichtig. Anna, ich habe eine heikle Angelegenheit, die ich mit dir besprechen möchte. Natürlich, John. Ich bin hier, um zuzuhören. Es geht um ein vertrauliches Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Ich verstehe. Ich versichere Ihnen, dass alles, was Sie teilen, vertraulich behandelt wird. Das weiß ich zu schätzen. Das Projekt beinhaltet einige heikle Informationen. Ich verstehe. Seien Sie versichert, ich werde nichts ohne Ihre Erlaubnis preisgeben. Ich danke dir. Ich weiß, dass ich dir das anvertrauen kann. Absolut. Dein Vertrauen in mich bedeutet mir viel. In Ordnung. Lassen Sie mich Ihnen die Einzelheiten erklären. Lektion 4: Das Herrenhaus. Anna, hast du von der Villa gehört, die gerade verkauft wurde? Hi John, nein, habe ich nicht. Was ist damit? Es hatte 98 Zimmer, 3 Bowlingbahnen, 30 Badezimmer und 25 Kamine. Wow, das ist ein ziemliches Anwesen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel es kostet, so etwas instand zu halten. Offenbar wurde es für über $5.000 verkauft. $5.000? Das scheint unglaublich niedrig für eine Villa mit so vielen Annehmlichkeiten. Du hast recht, ich entschuldige mich. Es wurde tatsächlich für $5 Millionen verkauft.
Ah, das macht viel mehr Sinn. Was für ein extravagantes Anwesen. In der Tat. Ich frage mich, wer ein so großes Haus brauchen würde. Vielleicht ein wohlhabender Wirtschaftsmagnat oder eine Berühmtheit. Diese Arten von Personen haben oft einen verschwenderischen Geschmack. Stimmt. Es wird interessant sein zu sehen, was der neue Besitzer mit dem Grundstück macht. Lektion 5. Erschwingliche Möbel. Anna, ich bin am Wochenende Möbel einkaufen gegangen. Oh, wie war das? Hast du etwas Gutes gefunden? Es war eigentlich ziemlich unterhaltsam. Ich habe es geschafft, einige erschwingliche Stücke zu finden, auf die ich mich wirklich freue. Das ist toll zu hören. Der Einkauf erschwinglicher Möbel kann gut oder schlecht sein. Ich weiß, oder? Aber dieses Mal hatte ich Glück. Der Laden hatte einige wundervolle Angebote. Ich freue mich, dass Sie gefunden haben, wonach Sie gesucht haben. Die Einrichtung eines Hauses kann ziemlich teuer sein. Absolut. Diese neuen Stücke werden meinen Wohnraum wirklich beleben. Das ist wunderbar. Ich bin mir sicher, dass Ihr Zuhause mit den neuen Möbeln fantastisch aussehen wird. Ich kann es kaum erwarten, es dir zu zeigen. Vielleicht kannst du rüberkommen und mir deine Meinung sagen. Lektion 6. Versand und Verträge. Unser Kunde benötigt für diese Bestellung einen Expressversand. Können wir das berücksichtigen? Absolut. Ich werde die notwendigen Vorkehrungen für eine beschleunigte Lieferung treffen. Hervorragend. Lassen Sie uns die Vertragsdetails finalisieren, damit wir fortfahren können. Ja, bitte. Ich möchte sicherstellen, dass wir alles genau erfassen. Okay, der Vertrag sieht eine Laufzeit von 6 Monaten mit Verlängerungsoption vor. Die Preisgestaltung sieht für mich gut aus. Einverstanden. Und der Lieferplan entspricht den Bedürfnissen unserer Kunden? Ja, die Standard- und Expressversandoptionen sind klar umrissen. Perfekt. Ich denke, wir sind bereit, das dann unterschreiben und ausführen zu lassen. Lektion 7. Fitness und gesunde Gewohnheiten. Ich wollte schon lange wieder regelmäßig Sport treiben. Das ist großartig. Welche Art von Trainingsroutine möchtest du ausprobieren? Ich denke darüber nach, ein paar Mal pro Woche mit leichtem Cardio zu beginnen. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Cardio ist eine hervorragende Möglichkeit, ihre Fitness zu verbessern. Ich stimme zu. Und ich weiß, dass es mir helfen wird, mich insgesamt gesünder zu fühlen. Absolut. Die Entwicklung gesunder Gewohnheiten kann einen großen Unterschied machen. Exakt. Ich hoffe, dass dies ein nachhaltiger Teil meines Lebensstils wird. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Denk daran, langsam anzufangen und konsequent zu sein. Richtig, langsamer und stetiger Fortschritt ist der Schlüssel. Ich freue mich darauf, wieder darauf einzugehen. Lektion 8. Körperbild und Selbstakzeptanz.
Ich habe in letzter Zeit einige besorgniserregende Trends rund um das Körperbild in den Medien bemerkt. Ja, leider verspüren einige Frauen immer noch einen immensen Druck, extrem dünn zu sein. Es ist wirklich beunruhigend. Wir sollten gesündere, inklusivere Ideale fördern. Ich stimme vollkommen zu. Jeder verdient es, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Exakt. Von unrealistischen Schönheitsstandards besessen zu sein, ist so schädlich. Absolut. Wir müssen Selbstakzeptanz fördern und Vielfalt feiern. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, sich auf das allgemeine Wohlbefinden zu konzentrieren, nicht nur auf das Aussehen. Ja, wahre Schönheit kommt von innen. Wir sollten uns unsere einzigartigen Eigenschaften zu eigen machen. Absolut. Ich hoffe, wir können das Gespräch in eine positivere Richtung lenken. Lektion 9: Ungeschicklichkeit und Humor. Weißt du, ich habe die schlimmste Angewohnheit, Dinge zu verschütten. Oh, wirklich? Was für Pannen hast du erlebt? Nun, neulich habe ich Saft getrunken und meinen Mund völlig verpasst. Oh nein! Ich kann mir das Chaos vorstellen, das verursacht haben muss. Es war furchtbar. Saft überall auf meinem Hemd, auf dem Tisch, überall. Haha, oh je. Ich bin sicher, das war ein ziemlich amüsanter Anblick für jeden, der zugesehen hat. Ja, ich bin mir sicher, dass es auf meine Kosten für Unterhaltung gesorgt hat. Ich bin manchmal so ungeschickt. Nun, wenigstens kannst du darüber lachen. Unfälle wie diese gehören zum Leben dazu. Das ist wahr. Ich versuche, mich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Ich muss in der Lage sein, mich lustig zu machen. Lektion 10: Sport und Erfolge. Ich habe neulich über eine unglaubliche Sportlerin gelesen. Oh, wer war es? In welchem Sport hat sie sich hervorgetan? Es war Annika Sörenstam. Sie wandte ihre sportliche Aufmerksamkeit hauptsächlich dem Golfsport zu. Ah ja, ich kenne sie. Sie war in diesem Sport sehr erfolgreich. Absolut. Sie hat die LPGA-Tour viele Jahre lang komplett dominiert. Das ist so beeindruckend. Golf erfordert solche Präzision und Geschicklichkeit. Das tut es. Und die Tatsache, dass sie dieses Maß an Dominanz erreichen konnte, ist bemerkenswert. Auf jeden Fall. Es ist inspirierend zu sehen, wie Sportlerinnen die Höhen ihres Sports erreichen. Ich stimme zu. Ihre Leistungen sind ein Beweis für ihren Einsatz und ihr Talent. Lektion 11: Online-Shopping für Bürobedarf. Haben Sie übrigens versucht, Bürobedarf online einzukaufen? Nein, habe ich nicht. Ist das eine gute Option? Unbedingt. Es ist so praktisch. Sie können eine Vielzahl von Produkten finden und Preise einfach vergleichen. Das ist interessant. Welche Art von Büromaterial kaufen Sie normalerweise online? Nun,
Ich bestelle Dinge wie Druckerpapier, Stifte, Hefter und sogar technisches Zubehör. Das ist großartig. Finden Sie, dass die Preise online besser sind als im Geschäft? Ja, auf jeden Fall. Und die Auswahl ist viel größer. Normalerweise finde ich genau das, was ich brauche. Dann muss ich es vielleicht mal versuchen. Haben Sie Lieblings-Online-Shops, die Sie empfehlen? Ich habe gute Erfahrungen mit der Website von Amazon und Office Depot gemacht. Beide verfügen über einfach zu bedienende Benutzeroberflächen. Wunderbar, ich werde mir die ansehen. Danke für die Tipps. Gar kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen zum Online-Einkauf von Büromaterial haben. Lektion 12: Frühstück für unterwegs. Das Frühstück zum Mitnehmen ist wunderbar. Um welche Uhrzeit sollte ich bitten? Das ist eine tolle Idee. Ich schlage vor, es gegen 7:30 Uhr anzufordern. Perfekt, das sollte mir genug Zeit geben, um ins Büro zu gehen. Hervorragend. An welche Frühstücksartikel hattest du gedacht? Ich dachte, vielleicht ein Frühstückssandwich und etwas frisches Obst. Oh, das klingt köstlich. Ein ausgewogener und sättigender Start in den Tag. Exakt. Haben Sie irgendwelche Vorlieben, was die Art des Frühstückssandwichs angeht? Ich würde Eier und Käse auf einem englischen Vollkornmuffin essen. Wunderbar, das werde ich auf jeden Fall mit einbeziehen. Möchtest du, dass ich noch etwas hinzufüge? Vielleicht auch etwas Joghurt oder einen Muffin, nur um ein paar Optionen zu haben. Ich werde dafür sorgen, dass alle Grundlagen abgedeckt werden. Das wird ein tolles Frühstück. Lektion 13: Architektur in Las Vegas. Das Las Vegas Hotel verfügt über eine 50-stöckige Nachbildung des Eiffelturms. Das Luxor Hotel hat was? Das Luxor Hotel hat eine große Pyramidenstruktur, nicht wahr? Ja, das stimmt. Es ist ein 30-stöckiges pyramidenförmiges Gebäude. Faszinierend. Ich wollte schon immer Las Vegas besuchen und mir die einzigartige Architektur ansehen. Es ist wirklich einzigartig. Die Hotels dort überschreiten wirklich die Grenzen des Designs. Das kann ich mir vorstellen. Welche anderen bemerkenswerten architektonischen Merkmale gibt es in Las Vegas? Nun, das venezianische Hotel hat Nachbildungen der Kanäle und Gondeln von Venedig. Wow, das muss ein toller Anblick sein. Es ist, als würde man nach Italien transportiert. Genau. Und das MGM Grand hat eine riesige bronzene Löwenstatue am Eingang. Unglaublich. Las Vegas scheint ein Zentrum kreativer und skurriler Architektur zu sein. Absolut. Es ist eine Augenweide, das ist sicher. Lektion 14: Die transkontinentale Eisenbahn. Die transkontinentale Eisenbahn hat im 19. Jahrhundert in Kanada und den Vereinigten Staaten eine lange Geschichte. In der Tat war der Bau der transkontinentalen Eisenbahn eine monumentale Leistung.
Es verband den östlichen und westlichen Teil der Länder und erleichterte Handel und Reisen. Absolut. Es spielte eine entscheidende Rolle für das Wachstum und die Entwicklung beider Nationen. Auf jeden Fall. Wissen Sie, wann die erste transkontinentale Eisenbahn fertiggestellt wurde? Wenn ich mich nicht irre, wurde die erste transkontinentale Eisenbahn in den Vereinigten Staaten 1869 fertiggestellt. Das ist richtig. Den Abschluss bildete die berühmte Golden Spike-Zeremonie. Faszinierend. Ich würde gerne mehr über die Herausforderungen und Innovationen erfahren, die mit dem Bau dieser ausgedehnten Schienennetze verbunden sind. Ich auch. Das ist eine unglaubliche technische Meisterleistung, wenn man bedenkt, wie unwegsarmes Terrain sie durchqueren mussten. Ich kann mir nur vorstellen, welche logistischen und technischen Hürden sie überwunden haben. Ein wahrer Beweis für menschlichen Einfallsreichtum. Absolut. Die transkontinentale Eisenbahn steht als Symbol für Fortschritt und Einheit. Lektion 15: Essensvorlieben. Das ist eine tolle Idee. Auf welche Art von Küche hast du Lust? Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich habe Lust, etwas Neues und Aufregendes auszuprobieren. Okay, schauen wir mal. Wie wäre es mit authentischem mexikanischem Essen? Es gibt ein tolles neues Restaurant in der Stadt. Oh, mexikanisch klingt köstlich. Ich liebe die lebendigen Aromen und Gewürze. Wunderbar, ich reserviere für uns. Haben Sie bestimmte Gerichte, die Sie mögen? Ich bin ein großer Fan von Tacos, aber ich bin auch offen dafür, andere regionale Spezialitäten zu probieren. Hervorragend, das Restaurant bietet eine vielfältige Speisekarte mit vielen Optionen. Vielleicht können wir uns ein paar verschiedene Teller teilen? Das klingt perfekt. Ich freue mich darauf, die Tiefe der mexikanischen Küche zu erkunden. Toll, dann ist es geklärt. Ich kümmere mich um die Buchung und wir können in neue kulinarische Abenteuer eintauchen. Ich freue mich riesig darauf. Das wird ein lustiges und geschmackvolles kulinarisches Erlebnis. Absolut. Das wird eine großartige Gelegenheit sein, unseren Gaumen zu erweitern. Lektion 16: Kleine Siege feiern. Weißt du, ich habe gestern einen kleinen Sieg gefeiert. Es hat sich wirklich gut angefühlt. Ach, was war es? Ich habe endlich meine Schreibtischschubladen organisiert. Es ist seit Monaten ein Chaos. Das ist wunderbar. Kleine Gewinne sind so wichtig. Absolut. Es sind die kleinen Dinge, die sich summieren. Ich stimme zu. Ich versuche, diese Erfolge zu feiern, egal wie klein sie sind. Es ist eine gute Angewohnheit, sich das anzueignen. Das hält dich motiviert. Auf jeden Fall. Auf was ist dein nächster kleiner Sieg, auf den du hinarbeitest? Ich möchte endlich meinen Schrank ausräumen. Es ist überfällig. Nett. Das wird sich so erfrischend anfühlen. Ja, ich freue mich darauf. Kleine Hürden zu überwinden ist so befriedigend.
Ich bin stolz darauf, dass du das erkannt hast. Das ist eine wichtige Denkweise. Danke. Ich freue mich, dass wir beide den Wert kleiner Gewinne zu schätzen wissen. Lektion 17: Höhlenwandern und lokale Küche. Ich war letztes Wochenende beim Höhlenwandern. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Wow, das klingt wirklich abenteuerlich. Hat es dir Spaß gemacht? Unbedingt. Die Höhlen waren faszinierend und die Herausforderung war aufregend. Haben Sie während Ihres Aufenthalts lokale Gerichte probiert? Ja, habe ich. Die regionalen Gerichte waren köstlich. Das ist großartig. Das Erkunden der lokalen Küche ist der halbe Spaß am Reisen. Ich stimme zu. Es lässt dich wirklich in die Kultur eintauchen. Auf jeden Fall. Was war dein Lieblingsgericht, das du probiert hast? Der traditionelle Eintopf, den sie servierten, war unglaublich. So würzig. Lecker, das klingt wunderbar. Das muss ich auf meine Wunschliste setzen. Ich kann es nur empfehlen. Das ganze Höhlenabenteuer war unvergesslich. Lektion 18: Input zum Produktdesign. Ich denke, wir sollten mehr Input zum Produktdesign haben. Das scheint fair zu sein. Welche spezifischen Aspekte hatten Sie im Sinn? Vielleicht könnten wir Feedback zu den Farbschemata und Layouts geben. Gute Idee. Das würde dazu beitragen, dass es den Kundenpräferenzen entspricht. Exakt. Und wir könnten auch ergonomische Verbesserungen vorschlagen. Auf jeden Fall. Wir verwenden das Produkt täglich, daher könnten unsere Erkenntnisse wertvoll sein. Absolut. Ich denke, das würde zu einem besseren Endergebnis führen. Ich stimme zu. Könnten wir auch beim Verpackungsdesign mitreden? Das ist ein gutes Argument. Die Verpackung ist der erste Eindruck. Genau. Wir sollten auch dort einige kreative Optionen vorschlagen. Hört sich gut an. Ich werde einige Ideen zusammenstellen, um sie mit dem Team zu teilen. Lektion 19: Termine anpassen. Sollten wir auch erwägen, einige der Fristen anzupassen? Das ist ein faires Argument. Über welche spezifischen Fristen sind Sie besorgt? Einige von ihnen scheinen zu eng zu sein, besonders in den bevorstehenden Feiertagen. Ich verstehe. Eine Überschneidung mit den Feiertagen könnte einige Herausforderungen mit sich bringen. Exakt. Wir wollen sicherstellen, dass die Qualität nicht beeinträchtigt wird. Absolut. Es könnte ratsam sein, diese Zeitpläne etwas zu lockern. Ich stimme zu. Es würde unnötigen Stress für das Team reduzieren. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns den Zeitplan überprüfen und einige Anpassungen vorschlagen. Tolle Idee. Ich suche die Details und wir können sie zusammen durchgehen. Hört sich gut an. Ich freue mich, meinen Beitrag zu einem realistischen Zeitplan leisten zu können.
Hervorragend. Ich schätze Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit. Lektion 20. Kuschelige Schals. Ich bevorzuge einen langen und kuscheligen Schal mit trendigem Muster oder einfarbig. Das ist eine gute Wahl. Schals können ein Outfit wirklich aufwerten. Absolut. Sie verleihen sowohl Wärme als auch Stil. Ich stimme zu. Hast du ein Lieblingsmaterial oder einen Lieblingsstoff? Ich tendiere zu weichen Kaschmir- oder Wollmischungen. Das sind hervorragende Optionen. Sie sind so luxuriös und bequem. Auf jeden Fall. Ich finde, sie halten auch viel länger. Guter Punkt. Bei Zubehör ist Qualität vor Quantität wichtig. Exakt. Lieber investiere ich in ein paar hochwertige Schals. Ich auch. Sie sind so ein vielseitiges und praktisches Accessoire. Absolut. Ich freue mich darauf, meine Schalkollektion zu aktualisieren. Lektion 21. Erkundung der Wüsten und Prärien. Haben Sie jemals die Wüsten und Prärien von Texas besucht? Nein, habe ich nicht. Wie sind Sie? Die Wüsten sind riesig, mit sanften Dünen und spärlicher Vegetation. Das klingt ganz anders als die üppigen Wälder, die ich gewohnt bin. In der Tat. Die Prärien hingegen sind ausgedehnte Graslandschaften. Faszinierend. Welche Art von Wildtieren kann man in diesen Regionen finden? Sie können Kojoten, Hasen und die ikonische texanische Horneidechse beobachten. Wow, das ist eine ziemlich vielfältige Tierwelt. Ich würde sie gerne eines Tages sehen. Es ist ein einzigartiger und wunderschöner Teil des Landes. Die Sonnenuntergänge sind atemberaubend. Das kann ich mir vorstellen. Die Erkundung der Wüsten und Prärien scheint ein Abenteuer zu sein. Das ist es gewiss. Die Weite und die Ruhe sind ziemlich transformativ. Ich bin fasziniert. Vielleicht können wir irgendwann zusammen eine Reise dorthin planen. Das ist eine wunderbare Idee. Ich würde mich freuen, Ihnen die Wunder von Texas zu zeigen. Lektion 22. Den Wandel annehmen. Die Veränderungen in unserem Leben können eine ziemliche Herausforderung sein. Ich stimme zu. Veränderung kann eine Mischung aus Nervosität und Aufregung sein. Absolut. Es ist normal, Angst vor dem Unbekannten zu haben. Veränderung kann aber auch zu neuen Chancen und Wachstum führen. Das ist wahr. Es ist wichtig, eine offene und anpassungsfähige Denkweise zu haben. Exakt. Veränderungen anzunehmen, anstatt sich ihnen zu widersetzen, ist oft der beste Ansatz. Ich finde, dass die Konzentration auf die potenziellen Vorteile den Übergang reibungsloser gestalten kann. Ja, die Aufrechterhaltung eines positiven Ausblicks ist entscheidend. Veränderung kann sich lohnen, wenn wir sie mutig angehen. Ich freue mich, dass wir diesbezüglich dieselbe Meinung haben. Veränderungen gemeinsam durchzuarbeiten kann den Unterschied ausmachen.
Lektion 23. Die Kunst des Malens erkunden. Hast du Erfahrung mit Malen? Tatsächlich habe ich in der Vergangenheit einige Kunstkurse besucht. Das ist wunderbar. Mit welchen Medien hast du gearbeitet? Ich habe mich an Ölfarben, Wasserfarben und Acrylfarben versucht. Beeindruckend. Welches hat dir am besten gefallen? Ich fand die Fluidität von Wasserfarben besonders faszinierend. Ich sehe den Appell. Das Zusammenspiel von Licht und Schatten einzufangen, muss eine Herausforderung sein. Absolut. Es erfordert eine zarte Berührung und ein scharfes Auge für Details. Ich kann mir vorstellen, dass das Malen von Landschaften oder Porträts sehr lohnend wäre. Ja, der Prozess, eine Vision auf der Leinwand zum Leben zu erwecken, ist unglaublich erfüllend. Ich bin fasziniert. Vielleicht könntest du mir 1 oder 2 Dinge über Malen beibringen. Lektion 24. Zusammenarbeit an einem Projekt. Ich freue mich über die Fortschritte, die wir bei diesem Projekt erzielt haben. Ja, Ihre Liebe zum Detail und Ihre Gründlichkeit waren von unschätzbarem Wert. Ich danke dir. Ich schätze Ihren Beitrag und Ihren Teamgeist während der gesamten Zeit. Teamwork ist unerlässlich, um komplexe Aufgaben effektiv anzugehen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Kombination unserer Stärken und unseres Fachwissens hat den Unterschied gemacht. Absolut. Ich freue mich, dass wir unsere unterschiedlichen Sichtweisen einbringen konnten. In der Tat. Die Synergie zwischen uns hat zu einem abgerundeten und umfassenden Plan geführt. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Bemühungen zu einem erfolgreichen Ergebnis führen werden. Ebenso. Sollen wir ein Treffen vereinbaren, um die letzten Details zu besprechen? Lektion 25. Einen Kurzurlaub planen. Ich habe darüber nachgedacht, einen Wochenendausflug zu planen. Was denkst du? Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Was hattest du im Sinn? Ich dachte über einen Ausflug in die Berge oder in eine Küstenstadt nach. Beide Optionen klingen gleichermaßen ansprechend. Was sind Ihre Gedanken zu den Vor- und Nachteilen? Nun, die Berge bieten eine ruhige und verjüngende Umgebung. Stimmt, und die Küstenstadt würde für eine lebendigere und erfrischendere Atmosphäre sorgen. Es ist eine schwierige Wahl. Was ist deine persönliche Präferenz? Ich bin ziemlich angetan von der Idee eines Rückzugs an der Küste. Das Geräusch der Wellen ist so beruhigend. Ich muss zustimmen. Die salzige Luft und die Aktivitäten am Strand klingen ziemlich verlockend. Wunderbar. Sollen wir anfangen, die Einzelheiten unseres Kurzurlaubs am Meer zu planen? Absolut. Ich freue mich darauf, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Lektion 26. Allgemeine Geschäftsbedingungen besprechen. Ich habe den Vertrag hier. Das klingt fair. Welche anderen Bedingungen sollten wir in Betracht ziehen? Wir sollten die geistigen Eigentumsrechte überprüfen.
Wie gehen wir mit potenziellen Interessenkonflikten um? Guter Punkt. Und was ist mit der Kündigungsklausel? Wir werden ein klares Verfahren zur Beendigung der Vereinbarung haben wollen. Absolut. Wir sollten auch die Streitbeilegungsverfahren besprechen, falls Probleme auftreten. Ja, das ist wichtig. Wir müssen auch die Kommunikationsprotokolle skizzieren. Auf jeden Fall. Und vergessen wir nicht die Vertraulichkeitsanforderungen. Richtig, wir müssen mit sensiblen Informationen sehr vorsichtig sein. Einverstanden. Ich denke, das sind die Hauptbereiche, auf die wir uns konzentrieren sollten. Sollen wir sie nacheinander durchgehen? Ja, machen wir das. Das wird dazu beitragen, dass wir ein umfassendes Abkommen haben. Lektion 27. Passende Hosen besprechen. Ich brauche neue Hosen für die Arbeit. Was für eine Hose suchst du? Etwas Komfortables und Professionelles. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Hast du über Schwangerschaftshosen nachgedacht? Sie haben einen elastischen Bund, der sehr bequem ist. Schwangerschaftshosen? Ich bin nicht schwanger. Ich weiß, aber sie können gut für jeden funktionieren, der eine entspanntere Passform wünscht. HMM, das ist eine interessante Idee. Das muss ich mir ansehen. Sie sind in einer Vielzahl von Stilen erhältlich, sodass Sie in der Lage sein sollten, etwas Passendes für das Büro zu finden. In Ordnung, ich probiere sie aus. Danke für den Vorschlag. What have you tried so far? Well, I've been making a lot of to-do lists, but they're getting out of hand. I see. Have you considered using a task management app instead? An app? I'm not very tech-savvy. Won't that be more complicated? Not necessarily. Many of them are designed to be user-friendly and simplify your workflow. That's an interesting idea. What other strategies would you recommend? Another thing that helps me is grouping similar tasks together. It saves time and mental energy. Grouping tasks? That makes sense. I'll give that a try. Exactly. It helps you avoid constantly switching between different types of work. Great, I'll implement that. Thanks for the advice. It's really helpful. Lesson 29, Discussing Unexpected Relocation. I can't believe I had to move down to Sydney Harbour on such short notice. That must have been stressful. Did you have time to prepare for the move? Not at all. The decision came out of the blue, and I had to leave immediately. Wow, that's a lot to handle. What was it like arriving at your new location?
It was a bit of a shock. The forest came right up to the shore, and there were no preparations whatsoever. That must have been overwhelming. How are you adjusting to the new surroundings? It's been challenging, but I'm trying to make the best of it. The natural setting is quite beautiful, at least. That's a positive perspective. I'm sure with time, you'll be able to settle in and feel more at home. I hope so. It's certainly been an unexpected adventure. Lesson 30, Discussing Exercise Routines. I've been trying to exercise more lately. Do you have any fitness tips? That's great that you're focusing on your health. What kind of exercise do you enjoy? I like to go for a jog after dinner. It helps me unwind and stay active. Jogging is an excellent choice. It's a simple but effective workout. Yes, and it's convenient too. Do you exercise regularly as well? I do. I try to go for a run a few times a week, and I also do some strength training. Strength training? That's impressive. I haven't explored that yet. It's a great way to build muscle and improve overall fitness. I'd be happy to share some routines with you. That would be fantastic. I'm always looking to try new things. Wonderful. We can discuss different options and find an exercise plan that works best for you. Sounds good. I'm looking forward to expanding my fitness regimen. Lesson 31, The Art of Imagination. I've been working hard lately, but I try to imagine beautiful things I don't have. It helps me cope. I understand. Imagining lovely things can be a great way to find joy, even in difficult times. Exactly. It transports me to a better place, even if just for a moment. I do the same thing. It's amazing how our minds can create such vivid, wonderful scenes. It is. What kind of things do you like to imagine? Oh, all sorts of things. Beautiful gardens, cozy cottages, exciting adventures. The possibilities are endless. That sounds wonderful. I often imagine myself on a tropical beach, sipping a cool drink. That does sound lovely. I love picturing myself exploring new cities, discovering hidden gems. Yes, traveling to faraway places is a common daydream of mine as well. It's so refreshing to indulge in those kinds of fantasies, isn't it? Absolutely. It's a great way to lift my spirits and stay positive. Lesson 32, Intentions and Launch. In Islam, they say it's a person's intention that counts most. Ah, yes, I've heard that as well. The thought behind an action is so important.
Exactly. It's not just about the outcome, but the mindset. That's a valuable perspective. It encourages us to be mindful of our motivations. Precisely. Now, I heard we're about to launch a new initiative at work. Are you involved? Yes, I am. We're very excited about the potential impact it could have. Wonderful. What can you tell me about the details? Well, I don't want to share too much publicly, but it's an innovative project that could really make a difference. I see. I'm looking forward to learning more about it as it unfolds. Absolutely. I'm sure it will be an interesting journey. I'm certain it will be. This is an exciting time for the company. Lesson 33: The Role of Government. Well, we've resolved another great debate over the role of government. Yes, it's an ongoing discussion with many perspectives to consider. Absolutely. Finding the right balance is crucial. I agree. It's a delicate issue that requires thoughtful deliberation. Indeed. What are your thoughts on the matter? I believe the government should provide essential services and safeguards, but avoid overreach. That's a reasonable stance. Too much or too little involvement can both be problematic. Precisely. It's about striking the right chord between support and autonomy. Well said. It's a complex topic, but one we must continue to explore. Agreed. Ongoing dialogue and compromise are key to finding the optimal solution. Couldn't have put it better myself. These discussions are so important. Lesson 34: Culinary Explorations. Speaking of time, I've been doing a lot of cooking lately. How about you? Oh, I love cooking. It's such a wonderful way to explore new flavors and techniques. I agree. There's something very satisfying about creating a delicious meal. Definitely. What kinds of recipes have you been trying? I've been experimenting with all sorts of international cuisines. It's been a lot of fun. That's wonderful. Broadening your culinary horizons is so rewarding. Indeed. Have you discovered any new favorite dishes recently? Yes, actually. I made a Thai curry the other day that was absolutely divine. Ooh, that sounds lovely. I'll have to try my hand at that. I'd be happy to share the recipe with you. It's quite simple, but so flavorful. I appreciate that. I'm always eager to learn new cooking skills. Lesson 35: A City Center Adventure. By the way,
Where do you need to go in the city center? Oh, I have a few errands to run downtown. Nothing too exciting, but necessary. I see. Well, if you don't mind the company, I'd be happy to join you. That's very kind of you. I'd enjoy the company, and perhaps we could explore a bit afterwards. Absolutely. It's been a while since I've had the chance to stroll through the city center. Perfect. We can make a day of it, do our tasks, and then treat ourselves to something fun. Sounds like a plan. I'm looking forward to it. Wonderful. It'll be a nice break from our usual routines. Indeed. A little adventure is just what we both need. I agree. This will be a delightful way to spend the day. I can't wait. Let's make the most of it. Lesson 36, Currier and Ives Winter Scenes. Those Currier and Ives winter scenes are still very popular, aren't they? Indeed. I can't believe people still buy Christmas cards with those nostalgic illustrations. The snowy landscapes and horse-drawn carriages have a timeless appeal. Absolutely. The attention to detail is remarkable, even today. I wonder if the artist ever imagined their work would become so iconic. I doubt it. They were likely just trying to capture the beauty of the season. Well, their efforts certainly paid off. Those scenes are practically synonymous with winter now. Definitely. They've become a cherished part of the holiday tradition. I'm glad people still appreciate the artistry and charm of those Currier and Ives prints. Lesson 37, Fitness Routine. I've been focusing on a combination of cardio and strength training lately. That's a great approach. Mixing up your workouts keeps things interesting. Absolutely. I find I'm seeing better results when I don't stick to just one type of exercise. Variety is key for keeping your body challenged and engaged. Exactly. I try to switch things up between running, weightlifting, and HIIT workouts. That sounds like a well-rounded routine. It's important to hit all the major muscle groups. Definitely. And the cardio helps me maintain a healthy cardiovascular system. It's all about finding the right balance for your fitness goals. Absolutely. I'm feeling stronger and more energized than I have in a while. Lesson 38, Leftovers and Popcorn. I have a ton of leftovers in the fridge that I need to use up. Why don't you make some popcorn to go with them? It's a great snack. That's a fantastic idea. I should invest in a good popcorn maker. Definitely.
Freshly popped corn is so much better than the bagged stuff. I agree. And you can get creative with the seasonings. Absolutely. Chili powder, garlic salt, or even a drizzle of melted butter. Ooh, that sounds delicious. I'll have to experiment with some new flavor combinations. It's a great way to liven up those leftovers too. You're right. Pairing them with homemade popcorn could make for a tasty, satisfying meal. Lesson 39, Personalized Charms. I was thinking about getting some personalized charms for my jewelry. That's a lovely idea. What kind of charms were you considering? I was thinking of something with our initials or a special date. That would be so meaningful. Personalized jewelry is always such a nice touch. Agreed. I feel like it adds a personal element to any piece. Definitely. It's a way to make it truly unique to you. Exactly. Have you ever thought about getting something like that? I have, actually. I think it's such a thoughtful gift idea. I agree. It's a great way to commemorate a special occasion or relationship. Lesson 40, Civility and Community. I feel like civility has become a lost art these days. I know what you mean. It's so important, but often overlooked. Exactly. Civility isn't just a tactic or sentiment, it's a choice. A choice to trust over cynicism and community over chaos. Well said. We need to make that choice more often. Definitely. Treating each other with kindness and respect should be a priority. Absolutely. It's the foundation for a healthy, functioning society. Precisely. We can't afford to lose sight of those core values. I agree. It starts with each of us making that conscious effort.